Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man bei einer Husqvarna 701, Supermoto, Witbin, ist es völlig egal, oder bei einer KTM 690, Enduro, Supermoto, was auch immer ihr wollt, eine Launch Control installiert. Wie das genau funktioniert, was ihr beachten müsst, was ihr wo anschließen müsst oder einstellen müsst, zeige ich euch in diesem Video und damit ab geht's. Als allererstes muss die Lichtmaske entfernt werden. Dazu gibt es 3 Schrauben, hier an der Seite 2 und an der anderen Seite eine. Dafür braucht ihr Torx. Die 3 Schrauben raus und dann könnt ihr die Lichtmaske ganz einfach abnehmen. Das zeige ich euch jetzt mal. So, wenn die 3 Schrauben entfernt sind, kann man die Lichtmaske ganz einfach abnehmen. Bisschen wackeln und dann ist die ab. So, ihr könnt sogar, wenn ihr wollt, das Kabel einmal abmachen. Das ist einmal die Stromversorgung und das Signal für die Lampe, beziehungsweise also für euer Fernlicht und euer Abblendlicht. Etwas ziehen und dann ist die Lampenmaske ab. Wenn wir die Lampenmaske abmachen, geht die Installation alles etwas einfacher, weil die dann nicht hier so irgendwie im Weg rumhängt, sondern einfach abmachen, vorsichtig zur Seite legen, dass nicht irgendwas da kratzt und dann gut ist. So, hier geht es jetzt darum, dass wir die Leitung zurückverfolgen, beziehungsweise hier bei der Kupplung ist ein Schalter, der erkennt, wann die Kupplung gezogen ist. Und wir wollen, dass wenn die Kupplung gezogen ist, dass die Launch Control aktiv ist und wenn man die Kupplung loslässt, dass dann die Launch Control nicht mehr aktiv ist. Genauso wie man das eigentlich haben will. Das ist die beste Möglichkeit. Der Kupplungsschalter ist der kleine grüne hier unten drunter. Den verfolgt ihr zurück. Hier Leitung entlang, bla bla bla. Hier. So, hier ist ein kleiner Kabelbinder, den macht ihr auf. So, ich habe euch mal ein kleines bisschen näher an diese ganze Schaltung hier rangebracht. Und zwar, das ist das Kabel von dem Schalter. So, ihr seht schon, hier ist es schon vorbereitet, weil ich habe es bei mir ja schon eingebaut. Von dem Schalter gehen 2 Kabel raus. Einmal das schwarze, also einmal ein schwarzes und ein blaues. Das Problem ist, wenn ihr das schwarze nehmt und das an den Power Commander anschließt, an den Input, dann passiert es euch so, dass der Power Commander sagt, die Kupplung ist immer gezogen, weil ihr immer Signal habt. Kupplung ist immer gezogen und dann steigt eure Drehzahl nie höher als die eingestellte Drehzahl. Und das wollen wir aber nicht. Das heißt, wenn ihr das Problem habt, dann habt ihr das falsche Kabel gewählt. Ihr müsst das blaue Kabel nehmen. Jetzt geht es darum, ihr braucht ein extra Kabel. Es sollte relativ dünn sein, dass es auch bei dem Power Commander reinpasst. Es muss wirklich kein dickes Kabel sein, weil ihr habt keinen großen Strom, der hier drüber fließt, sondern es ist wirklich bloß ein Signal, dass die Kupplung gezogen ist. Das Einfachste ist natürlich mit einem sogenannten Stromdieb. Also ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt wirklich nennt, aber wenn das alles etwas ramponiert aussieht, dann liegt es daran, weil ich das Video schon zum 2. Mal aufnehme. Leider war beim ersten Mal der Autofokus aus und dadurch sieht alles scheiße aus. Naja, also das Einfachste ist wirklich ein Stromdieb, wenn man ihn so nennen kann. Das heißt, das Kabel, was ihr abgreifen wollt, ich nehme jetzt mal einfach das hier zum Vorzeigen, aber natürlich müsst ihr dann das blaue Kabel nehmen, was von dem Schalter kommt, also vor dem Stecker noch. Der Stecker geht dann hier hinter und wir wollen das, was von dem Sensor kommt, also von dem Schalter, das blaue. Die Leitung wird dann einfach hier reingelegt, dann wird zugeklippt, andere wird reingesteckt von der anderen Seite. Auf der Seite ist nämlich ein Blindstopfen, das heißt, man kann es nicht unendlich weit reinschieben. Man sieht hier oben, wie weit man es reingeschoben hat und dann wird über diese Metallklemme eine Verbindung hergestellt. Es wird also einfach bloß das Signal einmal abgezweigt. Das ist wirklich das Einfachste, was es gibt. Man kann natürlich aber auch sich etwas umständlicher machen, beziehungsweise auch etwas schöner, wie man das gerne hätte. Man kann die Leitung auftrennen, also abschneiden, abisolieren und das Kabel dran löten. Was natürlich auch funktioniert, das sieht vielleicht auch etwas schöner aus, aber das ist halt wirklich die einfachste Lösung. Ich kann, wenn ich die finde, auch mal in die Videobeschreibung verlinken. Das ist halt wirklich das Einfachste, aber ich denke mal, jeder, der das versucht, weiß in etwa, wie man sowas macht. Ich zeige das jetzt mal kurz vor, wie man das hier reinschiebt. Einfach bloß reinschieben. Vorher natürlich das, was man abzapfen will, also hier die blaue Leitung reinklemmen, hier. Zumachen. Dann mit einer Wasserpumpenzange einfach schön zusammendrücken. Man sieht hier, ist auch fest drin, das heißt, es ist wirklich eine Verbindung hergestellt. Zuklappen, was jetzt hier nicht mehr ganz funktioniert, weil ich... Okay. Und dann habt ihr schon die elektrische Verbindung hier hergestellt. Jetzt geht es halt darum, das Kabel wirklich sauber zum Power Commander zu verlegen, ohne dass es irgendwo dran scheuert, sich irgendwo aufscheuert oder irgendwas anderes behindern kann. Dazu ist es wirklich das Einfachste, wenn ihr das Kabel einmal hier unten anstrapst und dann hier unten durchführt. So eine leichte Rundung lassen, dann könnt ihr schon einen Kabelbinder nehmen und das alles einmal wieder fixieren. Weil ihr wollt ja nicht, dass es hier rumschlappert hier hinten drin. Die
Kabel sollten dabei nicht auf Zug sein, schön darauf achten, sondern einfach bloß fixiert sein, damit sie sich nicht rumbewegen können, aber die Lampenmaske hier trotzdem noch gut reinpasst. Der Kabelbinder wird natürlich auch abgeschnitten. So, passt. So, ihr seht dann, das Kabel kommt dann hier an der Seite durch. Da macht ihr dann hier an diesen Schlauch einfach 2 Kabelbinder dran, aber aufpassen, dass es schön locker ist, weil wenn ihr den Lenker komplett einschlagt, wollt ihr nicht, dass es auf Zug ist oder irgendwo auf der Innenseite reibt. Also am besten unten drunter lang verlaufen. Hier genauso, hier einmal durch. Dann kommt es hier auf der Innenseite wieder lang. Schön mit Kabelbindern fixieren. Hier unten drunter lang. Hier lang verlegen, schön an dem Kabelstrang entlang. Das ist wirklich das Einfachste. Und wenn ihr euren Power Commander hier hinten verbaut habt, so wie ich jetzt, es gibt auch einige bei dem Pilot Racing Kit, haben den Power Commander hier vorne, dann schiebt ihr das einfach bloß bis hier vor und dann könnt ihr es schon anschließen. Aber bei uns ist es etwas weiter hinten. Das heißt, ihr legt das wirklich hier hinten lang, unten drunter, hier hoch. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch schon eine kleine Schlaufe. Das heißt, es muss nicht wirklich perfekt passen. Eine kleine Schlaufe kann man machen, ohne dass irgendwelche Probleme entstehen. Jetzt geht es um das Anschließen am Power Commander. Anschließen am Power Commander ist auch relativ simpel. Das ist die Vorderseite. Ihr dreht den Power Commander rum, entfernt diese kleine Gummiabdeckung hier, bis mit einem kleinen Schraubendreher, den ihr dann sowieso braucht. Einmal abziehen, aber vorsichtig, das braucht ihr noch. So, dann nehmen wir den allerersten Anschluss. Das dreht ihr locker. Schön aufdrehen. Dann habt ihr euer Kabel. Das müsst ihr in etwa 1 cm abisolieren. Das könnt ihr entweder mit einer Abisolierzange machen oder mit einem Cuttermesser. Das ist völlig egal. Hauptsache, ihr schneidet nicht zu viele von den Adern ab, wenn ihr wirklich mehrere Einzeladern habt, wie ich jetzt hier. So, am besten ist es dann wirklich, wenn man jetzt etwas zusammendreht oder eine Ader-Endhülse drauf macht oder es zusammenlötet. Weil es wird jetzt in eine Schraubverbindung reingepresst und bei einer Schraubverbindung ist es eigentlich Pflicht, dass sowas wie eine Ader-Endhülse drauf sein muss. Aber da wir hier überhaupt gar keine Strombelastung haben, ist es nicht so schlimm. Das heißt wirklich, die erste Schraube aufmachen, reinstecken. Es könnte sein, dass es dann zu Beginn etwas schwierig ist, weil da ist eine kleine Gumminase, die ihr durchstoßen müsst, weil es etwas wasserdicht sein soll. Deswegen auch schön zusammendrillen, damit es auch gut funktioniert. Bei mir hat jetzt zum Beispiel ein paar Leitungen rausgedrückt, das ist schlecht, deswegen nochmal ein bisschen mehr zusammendrillen. Das ist halt wirklich das Einfachste, wenn ihr eine Art Endhülse drauf macht, dann könnt ihr es wirklich einfach gerade reinschieben. So, einmal komplett reinschieben, den ca. 1 cm abisolierten Teil. Dann schraubt ihr das wieder fest und überprüft wirklich, ob die Verbindung auch sitzt. Also hier mal leicht dran ziehen, kommt nicht wieder raus. Das heißt, es ist wirklich eine Verbindung hergestellt. So, jetzt macht ihr einfach die Abdeckung hier wieder drauf. Klack, und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt teilt ihr das am besten so ein, dass ihr hier eine kleine Schlaufe habt von so maximal 10 bis 15 cm. Also es bringt es euch jetzt wirklich nichts, wenn ihr hier 1 bis 2 Meter Leitung reinlegt als Schlaufe. Das bringt euch überhaupt gar nichts, außer Störungen. Deswegen einfach bloß eine kleine Schlaufe legen, wirklich hier einfach mit rein und dann den Power Commander wieder reinsetzen. Bei mir ist er dann einfach bloß hier wieder reingedrückt. Die Schlaufe verschwindet dahinter, beziehungsweise unten drunter und das Steuergerät kommt wieder drauf. Legt euch den Power Commander dabei aber so ins Motorrad rein, dass ihr immer noch an diese USB-Seite rankommt. Das heißt, hier ist ein kleiner Gummistopfen und hier dahinter ist der USB-Anschluss für den PC und den brauchen wir jetzt. So, wir schließen den Power Commander jetzt an den PC an und dann stellen wir mal da ein, wie die Launch Control funktionieren soll. So, jetzt öffnet ihr eure Power Commander Dynojet App, die ihr kostenlos auf der Dynojet Webseite bekommen könnt. Dann geht ihr oben auf Power Commander Tools, Configure und dann auf den ersten Link Feature Enables Input Selections. Da wählt ihr jetzt Launch Control aus. Das heißt, hier macht ihr ein Häkchen rein und das muss auf Switch Input 1 stehen, weil ihr habt es auf den Input 1 gelegt. Wenn der Input 1 bei euch schon belegt ist, könnt ihr es euch auch auf den Input 2 legen, aber dann müsst ihr das Kabel beim Power Commander nicht in den ersten Slot stecken, sondern in den dritten Slot. Das ist ganz wichtig. Aber von meinem Beispiel zeige ich euch jetzt so, wie ich ihn angeschlossen habe. Dann geht ihr auf Configure. Ihr macht die erste Box, das sagt, dass die Kupplung wirklich 1 Sekunde lang gezogen sein muss, bevor die Launch Control aktiv wird. Weil ihr wollt ja nicht, wenn ihr jetzt gerade schnell unterwegs seid und schaltet, dass wenn ihr dann die Kupplung zieht, dass dann auf einmal der Drehzahlbegrenzer kommt, wenn ihr die Kupplung zieht. Das wäre echt unvorteilhaft. Deswegen 1 Sekunde ist ganz praktisch. Ihr könnt auch auf 1,5 Sekunden stellen, das geht auch. Der Schalter muss auf Normally Open stehen, denn es ist ein Schließer, der da oben verbaut ist ein Schließer, deswegen Normally Open. Und die Launch Control stellt ihr, um es zu testen, mal auf 2500. Jetzt geht es erstmal darum zu testen, ob ihr wirklich die elektrische Verbindung richtig gemacht habt. Das heißt, okay, und hier auch wirklich ist es wichtig, auf OK zu gehen. Denn ansonsten speichert das Programm das nicht im Power Commander.
Apply Settings, warten, fertig. So, jetzt geht es ans Testen der Funktion, um zu schauen, ob ihr die Leitungen wirklich richtig angeschlossen habt und ob ihr es auch richtig eingestellt habt im Power Commander und gespeichert. So, wie wir das machen, wir machen erst die Zündung an, geben dann Gas und gucken, ob das Motorrad über 2500 Umdrehungen pro Minute dreht. Wenn es das macht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, ihr habt schon mal das richtige Kabel von beiden genommen. Jetzt müssen wir aber noch überprüfen, ob die Launch Control wirklich funktioniert. Das heißt, wir ziehen die Kupplung 1 Sekunde lang und geben dann Gas und gucken, ob der Motor auch wirklich nicht höher dreht als 2500. So, das mache ich jetzt mal. Jetzt erstmal normal Gas geben und schauen, ob die auch höher dreht. Motor dreht höher, das ist perfekt. Jetzt die Kupplung ziehen für 1 Sekunde. Und schauen, ob die Launch Control funktioniert. Launch Control funktioniert. Ihr habt gesehen, wenn ich die Kupplung loslasse, während ich Gas gebe, dann wird die Drehzahl wieder wirklich komplett nicht begrenzt. Das heißt, wenn ich die Kupplung loslasse, wieder komplett volles Band nutzbarer Drehzahl. Das ist halt genau das, was wir wollen. Perfekt. So, um die Launch Control jetzt richtig zu benutzen, müssen wir das aber nochmal anders einstellen. Das heißt wieder Power Commander Tools, Configure, Klick. Jetzt gehen wir nochmal auf die Launch Control, nochmal auf Configure und stellen jetzt hier bei der Drehzahl 5500 ein. Das ist circa ein ganz guter Wert, der einigermaßen gut funktioniert. Man kann auch 4000 nehmen, 3000, 6000, wie auch immer ihr wollt. Das müsst ihr wirklich ausprobieren. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass es 5000 eigentlich ganz gut funktioniert. Man könnte auch 6000 nehmen. 5500 habe ich gesagt, wollte ich nehmen. Dann drücke ich auf OK. Und was ich auch noch anmerken kann, ich habe es schon probiert, die Drehzahl auf 1500 zu setzen, um zu schauen, ob die Launch Control dann die maximale Drehzahl vom Motor runtersetzt, also unter Standgas. Das funktioniert nicht, also das braucht ihr gar nicht erst probieren. Das habe ich schon probiert. So, 5500, okay, das wird jetzt gespeichert im Power Commander und damit sind wir auch schon fertig. Jetzt wird einfach bloß noch abgesteckt, das wird definitiv wieder zugemacht, dann kommt die Sitzbank wieder drauf, die Lichtmaske wird wieder drauf gesteckt, das heißt erst wieder das Licht anstecken, das ist ganz wichtig, Lichtmaske draufsetzen, die 3 Schrauben rein und damit seid ihr dann auch schon fertig. So, jetzt wird die Lichtmaske wieder ganz einfach angesteckt. Genauso wie ihr sie abgesteckt habt, wird sie wieder angesteckt. Vorsichtig rein, bis es einrastet. Und dann müsst ihr schauen, ob ihr die wirklich richtig zur Seite gebunden habt. Denn der braucht etwas Platz. Das heißt, hier schauen. Am besten ist es wirklich unten zuerst einfädeln und dann oben reindrücken. Es gibt nämlich auch einen kleinen Trick, so wie ich es jetzt mache. Ihr kennt das wahrscheinlich, normalerweise sind diese Bremsleitungen hier davor verlegt. Das ist das Problem, dass dann mit der Zeit hier alles schwarz wird und zerkratzt. Ich hatte es auch kurzzeitig davor, also unten schon die Folie zerkratzt, das ist ärgerlich. Deswegen habe ich das jetzt einfach hier dahinter gelegt und dann hier auch dahinter. Man kann es auch hier durchpacken und dann trotzdem hier dahinter, was auch funktioniert, aber dann ist hier etwas auf Zug und dann reibt es das hier noch mehr auf. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich jetzt hier einfach komplett dahinter gelegt. Funktioniert einigermaßen, bis jetzt noch keine Probleme, kann ich bloß empfehlen. Kennt ihr eigentlich noch jemand, der mitten auf dem Feld einen Schraubervlog macht? So, als letzten Tipp würde ich euch empfehlen, bevor ich die Sitzbank wieder drauf mache, empfehle ich euch, macht in diese Löcher hier wirklich ein bisschen Fett rein, beziehungsweise an diese Metallspitzen. Das macht es wirklich wesentlich einfacher, die Sitzbank zu entfernen, weil manchmal hat man wirklich das Gefühl, wenn die trocken sind, dass man die Verkleidung gleich mit abreißt. Deswegen wirklich hier etwas Fett drauf machen, dann geht die Sitzbank wirklich 10-mal einfacher ab. Ohne Mist. So, ich hoffe, das kleine Demonstrationsvideo hat jetzt euch gefallen. Ich nehme nämlich das, was ich schon das letzte Mal aufgenommen habe. Das ist eigentlich ganz lustig geworden. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war hilfreich. Wenn irgendwas noch unklar sein sollte, irgendwas mit Ansteuerung, Verlegung, was auch immer, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde definitiv darauf antworten, wie ich sonst auch immer auf alle anderen Kommentare antworte. Und dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, teilt es auf jeden Fall, denn das ist wirklich echt simpel. Jeder, der einen Power Commander drin hat, kann sich wirklich die Launch Control innerhalb von einer halben Stunde maximal einbauen, wenn man das Werkzeug und so weiter da hat. Deswegen wirklich teilen, liken, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein! Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities.